zu der Lektion 34 mit dem so wundervollen und vielleicht auch etwas nervös machenden Leitgedanken. Ich könnte stattdessen Frieden sehen. Stattdessen, dass ich gerade sehe, dass es Krieg auf dieser Welt gibt, dass mein Kollege mich nervt, dass die Welt wackelt, die Wirtschaft wackelt, die Politiker verrückt spielen, könnte ich Frieden sehen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich tue das noch nicht. Hi, ich bin Peri Soilu und du bist hier beim Happy Cool Love Podcast, ein Podcast für mehr Lebenssinn, Bewusstsein und Klarheit und ein Kurs in Wundern, denn was wir hier die meiste Zeit tun, ist, dass wir unseren guten Freund einen Kurs in Wundern dazu holen und diese menschliche Erfahrung neu betrachten lernen. Ein Kurs in Wundern ist ein Training für unseren Geist, um das derzeit dominante Ego-Angst-Mangel-Denksystem abzulegen und es mit einem liebevollen Denksystem zu ersetzen. Und ich freue mich, wie immer, dass du mir hier kurz deine Zeit schenkst, dass wir gemeinsam in die Tiefe gehen können, dass wir gemeinsam kontemplieren und gemeinsam nochmal nachschauen, wie verstehe ich die Grundsätze, die mir der Kurs überhaupt gibt und wie kann ich sie in meinem Alltag anwenden, sodass ich eine dezidiert andere, eine glücklichere, eine friedlichere, eine ruhigere und vollere, sinnvollere menschliche Erfahrung mache. Und heute habe ich uns die Lektion 34, die aktuelle Tageslektion mitgebracht, die ja den Leitgedanken trägt, ich könnte stattdessen Frieden sehen. Warum? Weil ich das Gefühl habe, wenn der Kurs uns solche Wahrheiten mitgibt, dass wir stattdessen von dem, was wir gerade sehen, und das könnte ganz schönes Chaos sein oder dass die Welt wackelt oder die Wirtschaft wackelt, die Politik wackelt, die Gesellschaft wackelt, das könnten wir gerade sehen. Wir könnten stattdessen jetzt Frieden sehen. Es ist ein Gedanke weit weg, dass wir Frieden haben und das kann vieles mit uns machen und vor allem möchte ich da hingucken, dass das auch bei uns Druck auslösen könnte, weil wir denken, ja okay, ich könnte stattdessen, was mir das Ego gibt, nämlich Angst vor einer unsicheren Welt, jetzt Frieden sehen. Aber, wenn ich ganz ehrlich mit mir bin, ist das noch nicht der Fall. Und das macht viel mit uns und genau da wollen wir nochmal hinschauen. Aber bevor wir das tun, möchte ich dich kurz darauf hinweisen, dass ich eine Gene Keys offene Kontemplationsgruppe ins Leben gerufen habe. Genschlüssel, Gene Keys. Und wir starten am 22.02.2026 gemeinsam mit der Sphäre des Lebenswerks. Wir wandern einmal gemeinsam durch das gesamte Gene Keys Profil und es ist eine offene Gruppe. Das heißt, wir treffen uns monatlich, aber du bestimmst, wann du Zeit hast und an welchem Monat und an welcher Sphäre du teilnimmst. Falls du Lust darauf hast, falls du Lust hast, tiefer mit den Genschlüsseln zu gehen, dann schreib mir gerne eine E-Mail unter hallo@happycoollove.de und ich gebe dir dann weitere Infos, wie wir gemeinsam durch unser Profil reisen können. Also, wir kommen jetzt wieder zurück zu der Lektion 34 mit dem so wundervollen und vielleicht auch etwas nervös machenden Leitgedanken. Ich könnte stattdessen Frieden sehen. Stattdessen, dass ich gerade sehe, dass es Krieg auf dieser Welt gibt, dass mein Kollege mich nervt, dass die Welt wackelt, die Wirtschaft wackelt, die Politiker verrückt spielen, könnte ich Frieden sehen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich tue das noch nicht. Was ist nicht richtig mit mir, was mache ich hier schon wieder falsch? Dorthin könnte uns das Ego führen, aber dorthin müssen wir gar nicht gehen. Wir dürfen ehrlich mit uns sein, wir dürfen sanft mit uns sein. Das hier ist ein Prozess. Ich könnte stattdessen Frieden sehen, aber wenn ich ehrlich mit mir bin, was auch liebevoll ist, ist, dass ich es noch nicht tue. Aber der Kurs sagt dann nicht, mach dich deshalb fertig, weil du gerade noch keinen Frieden siehst, sondern sagt oft genug auch, dass diese Lektionen uns dienen, damit wir uns immer mehr innerlich stärken, damit wir den Frieden und die Ruhe und die Gelassenheit in die Welt tragen, die die Welt gerade braucht. Wir können einen Unterschied machen, indem wir inneren Frieden kultivieren. Und das heißt nicht, dass wir den sofort im Außen wiedergespiegelt bekommen. Ich glaube, das ist dir wahrscheinlich in der Zwischenzeit auch aufgefallen. Bloß weil du dich friedlich fühlst, heißt es nicht, dass dein Außen sofort nachzieht. Ich glaube, da ist immer so eine Art von Zeitverschiebung und in dieser Zeitverschiebung weiterhin deinen inneren Frieden zu wahren, das ist die große Aufgabe. Das ist, was ich zwischen den Zeilen oft genug im Kurs auch lese, dass wir zwar stattdessen Frieden sehen können, aber
Meistens ist das ein Prozess für uns. Und wir machen nichts falsch, wenn wir es gerade noch nicht tun. Also wir lesen jetzt mal gemeinsam in der Lektion 34 mit dem wundervollen Leitgedanken, der uns auch ein bisschen unter Druck setzen könnte. Ich könnte stattdessen Frieden sehen. Mit dem heutigen Leitgedanken beginnen wir die Bedingungen zu beschreiben, die in der anderen Art des Sehens vorherrschen. Weil vorher haben wir in den Lektionen auch ganz oft behandelt, dass wir die Welt anders sehen wollen, dass es eine andere Art gibt zu sehen und anders als wir mit dem Ego, mit den 5 Sinnen des Körpers, wenn wir uns einbilden, nur Mensch zu sein und getrennt von allem zu sein, normalerweise, beziehungsweise wie wir gestartet haben in dieser menschlichen Erfahrung, zu sehen. Anders als das wollen wir sehen und anders als das gibt es eine Möglichkeit zu sehen. Und der Kurs erklärt uns auch wie. Geistesfrieden ist eindeutig eine innere Angelegenheit. Das heißt, wir müssen nach innen kehren, um anders zu sehen. Wir müssen schauen, welche Gedanken uns das Ego gibt, Verantwortung für diese Gedanken tragen und dann schauen, dass wir sie an eine höhere Ebene übergeben und auch unsere Bereitwilligkeit aufbringen, anders sehen zu wollen. Wir dürfen aber immer wieder Verantwortung für die Lieblosigkeit, die in uns herrscht, tragen und diese abgeben und sagen zum Beispiel, ich könnte stattdessen Frieden sehen und ich bin bereit, stattdessen Frieden zu sehen. Heiliger Geist, zeig mir wie. Ich trete zurück. Ich möchte, dass du mich führst und ich möchte Frieden sehen. Und immer wieder dorthin zurückkehren, diese innere Ruhe zu nähren, diesen inneren Frieden zu nähren, mit Hilfe von Meditation, mit Hilfe von Stille praktizieren, mit Hilfe von Pausen einlegen. Und dadurch stärkt sich etwas in uns. Und wenn wir das oft genug tun, auch wenn wir im Außen das noch nicht wiedergespiegelt bekommen, dann muss das Außen irgendwann Folge leisten. Ich weiß nicht wann, du musst dich überraschen lassen, aber was wir oft genug tun, wenn wir solche Leitgedanken lesen, wie ich könnte stattdessen Frieden sehen, ist, dass wir dann auf unserem Meditationskissen lesen und dann meditieren und uns super friedlich fühlen und dann in die Welt gehen und sie trotzdem chaotisch wirkt, wir uns dann wieder mitreißen lassen. Und genau da kannst du deinen Muskel entweder wieder stärken oder sehen, dass du dich sehr vom Außen noch beeinflussen lässt. Das ist nicht gut, das ist nicht schlecht, das ist nur ein Hinweis und wir können wieder sanft dorthin gehen, dass du sagst, okay, mein innerer Frieden war wohl noch nicht so stark, dass mich das Außen nicht wieder beeindruckt hat. Lass dich vom Ego nicht so beeindrucken. Und das ist die ganze Übung, die wir hier die meiste Zeit durchzuführen haben. Diese ganzen Lektionen machen uns auf etwas aufmerksam, richtig, nämlich, dass wir anstelle vom Ego-Denksystem ein friedliches Denksystem, ein liebevolles Denksystem uns aneignen könnten, aber es ist ein Prozess und bloß weil ich auf dem Meditationskissen Ruhe empfinde und sich diese Ruhe im Außen noch nicht widerspiegelt, heißt es nicht, dass ich meine innere Ruhe sofort wieder aufgeben muss für den Gedanken, ich habe etwas falsch gemacht, weil ich sehe noch keine Ruhe im Außen gespiegelt. Vielleicht merkst du auch immer wieder, wie gesagt, dass das Außen so ein bisschen hinterherhinkt. Das heißt aber nicht, dass du was im Inneren falsch gemacht hast. Das heißt immer nur, wie sehr lasse ich mich wieder vom Außen beeindrucken. Bloß weil das Außen sich noch nicht verschoben hat, heißt nicht, dass du was falsch gemacht hast. Das möchte ich bitte, dass du das bitte nicht vergisst. Wir lesen noch ein Stück. Geistesfrieden ist eindeutig eine innere Angelegenheit. Er muss, also der Geistesfrieden, bei deinen eigenen Gedanken beginnen und sich dann nach außen ausdehnen. Und wenn du das sofort nicht wiedergespiegelt bekommst, heißt es nicht, dass du was falsch gemacht hast. Noch einmal. Dein Geistesfriede ist es, aus dem eine friedliche Wahrnehmung der Welt entsteht. Das ist so ein bisschen, wie Gandhi gesagt hat. Sei du die Veränderung, die du dir in der Welt wünschst. Aber oft genug haben wir das Gefühl, wir sind die Veränderung und die Welt leistet noch nicht Folge. Aber das ist nicht so wild. Beweg dich nicht von deinem inneren Frieden. Halte ihn. Bleib auf deinem Weg. Halte an dem, was der Kurs dir sagt, fest, innerlich, auch wenn die Welt sich noch nicht verschoben hat. Und wie gesagt, wir wissen nicht, wann sie sich verschiebt, aber dein innerer Frieden muss nicht von dem Außen beeindruckt werden. Das ist, glaube ich, immer diese größte Herausforderung, die wir haben, dass wir halten, was der Kurs uns sagt, halten in unserem Herzen. Ich weiß, dass Frieden möglich ist. Ich weiß, dass Frieden jetzt existiert. Ich weiß, dass
Glück jetzt existiert. Ich weiß, dass das alles jetzt aktiv ist. Ich muss es nicht im Außen sehen, damit ich eine innere Überzeugung wahre, damit ich felsenfest davon überzeugt bin, damit ich 100%ige Gewissheit habe, dass das dennoch wahr ist. Also, wenn wir wackeln, dann wackeln wir eher damit, dass wir 100% Vertrauen haben, dass die Dinge, die uns der Kurs gibt, auch wahr sind und auch wirklich für dich greifen. Ich glaube tatsächlich, dass ich dir heute gar nicht so viel mehr mitteilen möchte, außer dass, wenn sich die Welt im Außen noch nicht verschoben hat, du nicht etwas falsch machst, sondern dass du eigentlich in dem Prozess nur die Aufgabe hast, weiter an deinem inneren Frieden festzuhalten, weiter an den Grundsätzen des Kurses festzuhalten. Und vielleicht hilft dir ja auch, dass du dir ein Mantra immer wieder mitnimmst, wie so: Ich weiß, dass Frieden jetzt aktiv ist, auch wenn ich ihn im Außen noch nicht wiedergespiegelt bekomme. Ich habe 100%ige Gewissheit, dass alles jetzt aktiv ist und dass mein innerer Friede gerade einen Unterschied macht, auch wenn ich im Außen noch keine Beweise dafür habe. Das ist nämlich immer wieder, wohin wir gehen. Wir wollen im Außen sofort Beweise haben, dass wir es richtig machen. Aber da ist wieder das Ego da und grätscht dir in den Prozess, um dich zu verunsichern. Möchtest du dich verunsichern lassen oder möchtest du weiter an deinem inneren Frieden festhalten, an deiner inneren Gelassenheit, egal was sich da außen zeigt? Weil es muss im Außen nicht zwangsläufig ein Himmel auf Erden grad existieren, damit du in dir ein Himmel auf Erden verspürst. Alles kommt zu seiner Zeit. Ich meine, ein Nelson Mandela war über 20 Jahre unschuldig im Gefängnis und konnte dort dennoch Frieden und Freiheit empfinden, sonst wäre er daran zerbrochen. Aber er ist so würdevoll da rausgekommen aus dieser Situation. Warum? Weil er wusste, dass seine äußeren Umstände nicht sein inneres Bewusstsein, seine innere Qualität nicht berühren müssen. Und dorthin wollen wir. Das ist letztendlich, was wir vor allem wollen. Wir wollen nicht Beweise im Außen suchen, wir wollen an unserem inneren Frieden, an unserer inneren Überzeugung, dass der Kurs uns die Wahrheit gibt, nicht rütteln, bloß weil das Außen vielleicht noch nicht nachgerückt ist. Irgendwann wird es das. Ich weiß nicht wann, wie gesagt, aber lass dich davon nicht verunsichern. Lass dich vom Ego und seinem Chaos nicht verunsichern. Ich glaube, das war's für heute. Ich freue mich, dass du mir hier kurz deine Zeit geschenkt hast. Und wenn dir dieser Podcast hilft, wenn du Nutzen aus ihm ziehst, dann freue ich mich, wenn du hier kurz ein Abo dalässt, eine Rückmeldung dalässt oder diese Folge mit anderen teilst, die auch davon profitieren könnten. Und sonst freue ich mich natürlich auch über deine Gedanken. Was denkst du gerade? Wie geht's dir mit den Leitgedanken, die dir immer wieder sagen, hey, du könntest eine andere Welt wahrnehmen, du könntest jetzt Frieden wahrnehmen und es ist bei dir aber noch nicht gerade der Fall. Und sonst wünsche ich dir eine ganz, ganz wundervolle Restwoche und wir sprechen uns nächste Woche wieder. Pass bis dahin bitte gut auf dich auf und auf deinen inneren Frieden. Deine Peri.